Assalamu alaikum aus Kuwait. Hallo. Wir haben es hierher geschafft, haben schon viel über das Land, seine BewohnerInnen und so weiter gehört. Aber wie immer wollen wir uns ein eigenes Bild verschaffen und das machen wir jetzt mal. Wir machen uns jetzt auf den Weg zu so einer super langen Brücke übers Wasser und dann in die Hauptstadt Kuwait City und fahren vorher hier nochmal durch die Landschaft und gucken mal, wie das hier überhaupt aussieht. Okay, let's go! Wir fahren hier gerade durch so ein Industriegebiet mit ganz vielen verschiedenen Farmen. Wir können nicht so ganz sehen, was jetzt genau auf diesen Farmen passiert, also was die anbauen, aber wir haben schon so Pferde, Kamele, hier wird, glaube ich, so ein bisschen Mais oder Getreide angebaut gesehen. Neben uns ist, glaube ich, eine Dattelpalmplantage. Kuwait hat die stärkste... Oh, Kamele! Hallo. Okay, zurück zu den Fakten. Kuwait hat die stärkste Währung der Welt momentan. Kuwait baut momentan das höchste Gebäude der Welt, also möchte Dubai da ablösen. Und was wir auch schon viel gesehen haben und was uns, glaube ich, die ganze Zeit auch auf der arabischen Halbinsel begleiten wird, sind viele Gastarbeitende. Also all die Leute, die hier irgendwie nicht die fetten SUVs fahren, sondern eher die Arbeitsautos und so, sahen eher indisch, asiatisch aus und so weiter. Und das ist ja auf jeden Fall auch ein Fakt, dass ein Großteil der Menschen, die hier leben und arbeiten, Gastarbeitende sind. Ja, weil als es damals dann anfing mit diesen ganzen Ölförderungen hier und so der Reichtum gewachsen ist, dann sind halt die Städte und alles, also die ganzen Länder sind ja dann krass gewachsen und weiterentwickelt worden. Aber das konnten die Menschen natürlich nicht alleine machen, deswegen haben sie halt ganz viele Leute hierher geholt, so ein bisschen wie nach dem Krieg diese Wiederaufbauzeit. Und jetzt sind es halt 75% der Menschen, die hier leben, kommen aus anderen Ländern. Und das fing auch schon bei der Grenze an, ne? Also die Grenzbeamten, das waren Leute aus Kuwait. Aber der Mann, der Kopien macht, der immer gerufen wurde, der kam irgendwie aus Indien. Der Mann, der dann da die Schreibtische geputzt hat, der war irgendwie aus Bangladesch oder so. Also echt alle Jobs, nicht nur im Baugewerbe, sondern alle Jobs, die die Einheimischen nicht machen wollen, das machen dann einfach irgendwelche anderen, so sieht's aus. Also das ist etwas, was wir auch erwartet haben, dass es hier dann halt einfach eine sehr krasse Zwei-Klassengesellschaft gibt, also einfach eine große Diskrepanz zwischen den Einheimischen und den Leuten, die als Gastarbeitende kommen. Wir wollen auch gar nicht jetzt aus so einer westlichen Perspektive, die Bösen auf der arabischen Halbinsel, weil in Deutschland war es halt vor ein paar Jahren nicht anders. Und ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass in Deutschland alle Menschen mit Migrationshintergrund super toll behandelt werden und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall was wir hier nicht ignorieren wollen. Also auf unserem Kanal werdet ihr jetzt nicht nur schöne Bilder der Wüsten sehen und so weiter, sondern alles Mögliche. Wie gesagt, das ist alles immer eine individuelle Erfahrung, die wir hier teilen. Aber wir wollen es halt auch nicht auslassen. Das, was wir euch jetzt als nächstes zeigen wollen, würden wir euch niemals im Iran zeigen, weil wir da Angst hätten, dass wir in Schwierigkeiten kommen, weil man sich ja immer im Iran vor Infrastruktur und so weiter als Tourist fernhalten soll. Umso witziger ist es halt jetzt, dass sich das ein paar 100 Kilometer weiter so krass geändert hat, weil die politische Lage ein bisschen anders ist und das alles ein bisschen anders funktioniert und so. Auf jeden Fall, ja, ganz lustig, wie sich sowas dann schnell ändert. Kuwait hat 8% der gesamten Ölvorkommen auf der ganzen Welt, aber ist ja an sich super klein, also nur wie so ein deutscher Bundesstaat. Und in Kuwait gibt es auch das zweitgrößte Ölfeld überhaupt. Und hier sind die ersten Förderpumpen. Und in der Ferne haben wir manchmal auch schon so einen hohen Förderturm gesehen. Und wir müssen sagen, hier laufen echt viele Kamele rum. So viele haben wir ja im ganzen Iran nicht gesehen wie jetzt in der letzten halben Stunde. Das ist echt krass. Und auch auf diesen Ölfeldern laufen die irgendwie auch rum.
Ui. Nicht ansabbern, bitte. Hab doch nichts. Boah, du bist aber echt groß. Also ist echt der Wahnsinn. Wir fahren hier so einen Highway lang, erstmal sehr gut ausgebaut mit vielen Spuren und dann überall um uns rum Kamele. Was gibt Schöneres für uns? So, wir sind jetzt gefühlt für eine Stunde lang über so eine Brücke gefahren. Bisschen wie man das aus Dänemark kennt. Die ist, glaube ich, echt so 30 Kilometer lang, führt nach Kuwait City. Und jetzt haben wir hier auf einer so einer Insel gehalten, die so mitten im Wasser ist. Und hier soll man eine super Aussicht auf die Skyline von Kuwait City haben. Die einzige und größte Stadt im Land. Aber es ist leider ein bisschen diesig. Aber wir sind seit langem mal wieder am Meer und das zahlt sich auf jeden Fall aus und ist voll schön. Das letzte Mal waren wir, glaube ich, in Goa am Meer und sonst haben wir in den letzten Monaten viel Zeit in den Bergen von Indien und Pakistan verbracht und waren auch im Norden vom Iran. Genau, und jetzt sind wir hier am Persischen Golf, ne? Ja, ne? Ja, Hammer. Hat sich der Dunst ein wenig gelegt und wir sehen die schöne Skyline von Kuwait City. Das ist schon irgendwie echt wie in so einer anderen Welt. Ich weiß, also wann haben wir das letzte Mal so eine Skyline gesehen? Sieht schon irgendwie, weiß ich auch nicht, abgefahren aus. So Hochhäuser aus Glas und ich meine in Teheran waren wir ja auch im Norden und so. Aber seitdem sind wir auch echt viel durch so Dörfchen und so gefahren und jetzt wieder so Bäm, Glas, Hochhäuser am Wasser. Wir waren auch vor lange nicht mehr am Meer. Voll schön. Und ich bin echt darauf gespannt, wie das morgen wird, durch diese Stadt zu laufen und sie zu erkunden. Ich muss auch zugeben, dass ich echt jetzt schon so ein paar Vorbehalte habe, ne? Weil fette Autos, Ölindustrie und all solche Dinge. Aber ich habe mir ganz doll vorgenommen, erstmal aufzunehmen und nicht so sehr zu werten. Mal gucken, wie das läuft. Dann bin ich ehrlich gesagt manchmal nicht so gut, aber ich streng mich an. Also erstmal angucken und froh sein, dass wir hier sein dürfen und die Chance haben, das mit eigenen Augen zu sehen. Assalamu alaikum und guten Morgen. Ehrlicherweise müssen wir zugeben, dass wir eine sehr unruhige Nacht hatten, was auch irgendwie zu erwarten war. Heute ist Freitag, das heißt, heute ist Wochenende. Gestern Abend war hier dementsprechend viel los. Viele fette Autos, viele Leute, die irgendwie zeigen mussten, wie krass ihre Autos und Motorräder beschleunigen können. Viele Leute, die auch abends noch gepicknickt haben und so weiter. Aber ich meine, so ist es halt in der Nähe einer Großstadt. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man den super idyllischen, einsamen, ruhigen Stellplatz findet, überall nicht so groß. Damit ja, müssen wir halt leben. Aber wir hoffen mal, dass wir demnächst mal dann wieder einen ruhigen Stellplatz finden, wo wir einfach eine ruhige Nacht haben werden. Jetzt geht es aber in die Stadt. Ich bin sehr gespannt, wie Kuwait City sein wird. Passend dazu haben wir jetzt hier den Porsche Club getroffen. Also es ist halt echt ein Hobby, einfach am Wochenende mit seiner geilen Karre rumzufahren. Vielleicht sind die auch gemietet oder es ist so eine Tour auf jeden Fall. Ja, sowas war halt auch die ganze Nacht los und jetzt morgens geht's weiter.
Also wir mit unserem 40 Jahre alten rostigen Oldtimer stechen hier auf jeden Fall anders heraus. Es ist schon echt ein krasser Kontrast, auch einfach zu den Ländern, wo wir dieses Jahr sonst waren. Ne? Da waren auch viele alte, schrottige Autos unterwegs. Und hier sind halt nur die fettesten Protzkarren und wir mit unserem, ja, auch alten, gebrechlichen Auto. Also wir fahren jetzt in die Stadt rein und es wirkt nicht wie so eine 3 Millionen Menschen Stadt, weil es ist total leer auf der Straße. Echt der Hammer hier. Jetzt sind wir hier bei diesen Hochhäusern. So, erster Stopp unserer Kuwait City Tour. Anscheinend bei einer amerikanischen Fastfood-Kette. Geht das Internet? Ja. Ah, toll. Wir haben nämlich noch keine SIM-Karte oder so und das ist hier auch immer alles ein bisschen teuer. Na toll. Dann können wir mal bei den Eltern Bescheid sagen. Hallo, wir sind da. Ja, alles gut gelaufen. Der Irak war nervenaufreibend, aber überhaupt nicht schlimm so, also nicht gefährlich oder so, was manche vielleicht denken könnten. Und jetzt sind wir hier in Kuwait City. Also in Kuwait geht es wohl noch mit dem Internet, aber in Saudi-Arabien und so soll das dann und Emirate sehr teuer sein. Aber hier gibt es so super riesige Pakete. Also das kleinste, was wir jetzt irgendwo gelesen haben, was es geben soll, sind 300 Gigabyte für irgendwie 15 Euro oder so. Und man kann auch 1 Terabyte kaufen für irgendwie 25 Euro, also 1000 Gigabyte. Ich weiß gar nicht, was man mit 1000 Gigabyte Datenvolumen machen soll. Aber weil wir wahrscheinlich eh nicht so lange in Kuwait bleiben werden, ist ja auch nicht so riesig, reicht es vielleicht einfach, wenn wir hier und da mal einen WLAN-Hotspot finden. Und wenn es so fette Datenpakete gibt, dann wird es das ja wahrscheinlich überall easy geben, so wie hier. So, jetzt haben wir ein bisschen Internet und konnten erstmal gucken, was überhaupt auch der Umrechnungskurs ist. Also hier gibt es kuwaitische Dinar und ein Dinar sind 3 Euro. Also 0,33 ist dann 1 Euro. Und was wir auch noch nicht wissen ist, wie spät es hier überhaupt ist. Achso, stimmt. Wegen 11:44 Uhr. Wie viel Uhr ist denn in Berlin? Hat mein Handy das jetzt schon gecheckt? Weil hier ist vielleicht eine andere Zeitzone als im Iran. Okay, also es sind wohl genau 3 Stunden, oder was? 2. Ich habe übrigens gelesen, dass Kuwait keine eigenen Süßwasservorräte hat. Sprich, alles Wasser, was dieses Land hat, wird aus dem Meer gewonnen und dann umgewandelt. Und das ist natürlich sehr kostspielig und so weiter. Trotzdem gibt es hier aber so coole Getränkespender mit kaltem Wasser. So, wir sind jetzt eine ganze Weile durch die Stadt gelaufen und was uns aufgefallen ist, ist irgendwie, dass es ziemlich leer ist. Aber heute ist auch Freitag und vielleicht sind wir so in dem Teil der Stadt, wo die Leute arbeiten. Aber echt so breite Straßen, wo kaum was los ist. Schon ein bisschen krass. Und jetzt sind wir hier am Bazar angekommen, aber der scheint irgendwie heute auch zu sein. Wie wir das verstanden haben, heißt Bazar hier Souk. Und dieser Souk ist eigentlich der historische Teil der Stadt Kuwait City. Aber wie ihr seht, wurde das alles total restauriert. Also ich glaube, hier ist jetzt nicht viel von den alten Gebäuden übrig geblieben. Und dementsprechend wirkt es irgendwie so ein bisschen künstlich, finde ich persönlich. Ah ja, da ist Bazar. So, jetzt haben wir noch einen Teil gefunden, der doch noch aufhat hier. Ja, und der auch ein bisschen wuselig und voll mit Leben ist, aber trotzdem im Vergleich zu den Märkten und Basaren, die wir davor besucht haben, auch irgendwie sehr neu und sauber wirkt. Ja, also sehr ordentlich. Also die Produkte sind, glaube ich, schon so ein bisschen ramschig, fühlt es sich an. Billig produziert. Billige Sachen, aber alles sehr ordentlich und sauber präsentiert und so.
Ihr Lieben, unsere Tage in Kuwait City und Kuwait sind gezählt, einfach weil wir wahrscheinlich auf dem Rückweg hier eh wieder langkommen und man zugeben muss, dass Kuwait einfach sehr, sehr klein ist und vor allem aus einer riesigen Stadt besteht, die wir uns jetzt ein bisschen angeguckt haben, aber uns zieht es jetzt in die weite Wüste der anderen Länder, die noch alle vor uns liegen, deswegen machen wir uns da gleich auf den Weg. Ein paar Kleinigkeiten, die wir aber noch loswerden wollten, bevor es dann auch wirklich weitergeht, ist, dass wir einmal kurz die Kleidung der Leute hier erwähnen wollen. Naja, das haben wir in der Stadt richtig cool gesehen, weil da so viele verschiedene Menschen rumlaufen und die Männer tragen traditionell dieses lange Gewand, das heißt Dish Dasha, und dann Gutra ist dieses karierte Tuch und dann mit dieser Kordel auf dem Kopf. Frauen hingegen tragen eine Abaya, das ist dieses lange Gewand, was sie über ihre normalen Klamotten tragen, was sie sehr formlos aussehen lässt. Oft dann auch eine Hijab, also ein Kopftuch, und manchmal auch eine Nijab, das ist dann das ganze Gesicht verhüllend bis auf die Augen. Und diese ganze Kleidung ist natürlich recht traditionell, hatte aber auch viel ihren Nutzen. Also diese Kordel, die die Männer über ihrem Tüchern haben, wurden zum Beispiel früher auch benutzt, um nachts den Kamelen die Beine zusammenzubinden, damit die nicht weglaufen können in der Nacht. Und wahrscheinlich schützen lange Gewänder auch einfach vor Sonnenbrand und der ganzen Hitze und so weiter ein bisschen. Also alle diese Kleidung hat wahrscheinlich ihren Nutzen in der Nomadenzeit gehabt und heutzutage wird das dann so ein bisschen abgewandelt. Also ich habe gelesen, dass Männer dieses Kopftuch auch ganz verschieden tragen und verschieden binden und im Oman, das haben wir jetzt noch nicht gesehen, aber es ist auch ein bisschen höher, mehr wie so ein Turban tragen und junge Leute tragen es wahrscheinlich auch ein bisschen hipstermäßiger im Vergleich zu älteren. Oder gar nicht. Genau, machen da so Abwandlungen und es ist auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, diesen Schnitt zwischen Tradition und Moderne. Naja, und vorgeschrieben vom Staat her ist eigentlich nichts. Genau, so, man soll sich natürlich so angemessen kleiden im Islam, aber es gibt keine richtige Vorschrift, was man tragen muss. Das kommt halt alles so von der Kultur und der Familie aus. Genau, deswegen kann ich ja auch Deswegen laufen wir nicht so rum. ausziehen, muss kein Kopftuch tragen, kann hier im T-Shirt rumlaufen und so weiter, weil wir fallen ja sowieso auf und die ganzen Gastarbeitenden hier, die tragen jetzt auch nicht die Kleidung der Menschen, die aus dieser Region stammen. Ja, aber an sich so krass fallen wir gar nicht auf oder wir, im Vergleich jetzt zum Iran, wir wurden nicht einmal angesprochen, einmal auf der Straße so, wo wir herkommen, aber sonst gar nicht, weil, also ich weiß nicht, weil hier sind halt so viele Leute aus anderen Ländern, das ist echt so ein Multikulti-Land, also die ganze arabische Halbinsel, dass wir jetzt gar nicht so sehr auffallen, so wie im Iran, da leben halt einfach, bis auf irgendwie Geflüchtete aus Afghanistan, dort leben einfach keine Menschen aus anderen Ländern. Also vielleicht hier und da mal ein paar, aber jetzt keine großen Mengen. Deswegen fallen wir da mega auf und alle sind dann so, wow, wo kommt ihr her? Aber hier halt gar nicht. Ja, und hier nochmal, ne? 70% Ja, Gastarbeitende. Also man sieht ja halt mehr Gastarbeitende als Kuwaitis. Und das ist auch noch spannend, das haben wir auch noch so. Man denkt ja, okay, man weiß so von der WM in Katar, dass Menschen aus Indien und so weiter diese Stadien gebaut haben, also dass Leute hier im Bauwesen quasi hergeholt werden, damit sie die Hochhäuser bauen und so, weiß man. Aber eigentlich, das sind viel, viel mehr und die leben auch einfach hier. Und dann geht man so, wir sind da durch so eine Shopping Mall noch gelaufen und in allen Geschäften und so, dann arbeiten da halt irgendwie Frauen aus Südostasien, sind dann da an der Kasse oder bedienen ein und also alle Service-Jobs Ja. und alle nicht so geilen Jobs, die jetzt nicht irgendwie Manager sind, machen halt echt Gastarbeitende. Das ist ja schon auch so eine Subkultur und so weiter. Wir sind ja auch an so Picknickorten vorbeigefahren, wo dann die einzelnen Nationalitäten, glaube ich, so in ihren Grüppchen saßen und so weiter. Und das ist schon aber es sind wirklich echt spannend. viele. Einfach überall sind einfach so Teil dieses Landes und Teil des Lebens jetzt hier. Ja, aber richtige Rechte und so haben sie natürlich nicht. Also sie können weder mitwählen, das ist auch noch spannend. Kuwait ist eine konstitutionelle Monarchie, also es gibt ein Parlament, was gewählt wird und der König hat so eine, wie in Großbritannien, so eine repräsentative Rolle. Im nächsten Land ist das dann anders. Ja. Das ist nämlich die letzte absolute Monarchie, aber zu Saudi-Arabien erzählen wir euch dann was, wenn wir da sind. Okay, wir sind jetzt hier an der Grenze angekommen und Fun Fact, wir haben übrigens in Kuwait 0 Geld ausgegeben, bis auf die 9 Euro pro Person fürs Visum vorher. Ja genau, das haben wir vorher bezahlt, jetzt geht's los über die Grenze in ein neues Land mit neuen Abenteuern. Wie immer, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns dann mit neuen Eindrücken. Assalamu alaikum. Tschüss. Im nächsten Video tauchen wir direkt ins saudische Leben ein. So ein Turban? Was klingt denn da?
Wir besuchen einen Beduin in seinem Zelt und erfahren viel über das Leben hier. Also, wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid.